Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute beschäftigen wir uns damit, wie A, die Haare richtig angebunden werden und B, wie man die richtige Menge Haare wählt für einen speziellen Bogen. Mehr davon gibt's nach dem Intro. Bitte, Tobias. Also, fangen wir mal damit an, dass man ein paar kleine Vorrichtungen braucht, damit man sie leichter tut. Das erste, das ist so ein Halfter. Das ist nichts anderes, was man sich um den Hals einmal umlegt, wo man unten dann im Prinzip so einen Hagel hat, ja, wo man einen Faden einhängen kann. Faden, dieser da. Machen wir nachher einen Schlaufer, damit man es einhängen kann. Also ein weiteres Werkzeug, um sozusagen die richtige Menge Haar zu finden für einen Bogen, das ist nicht, indem man jetzt anfängt herumwiegen, indem man anfängt herumzählen. Da gibt es dann so ein kleines Metallplättchen, das hat einen Schlitz drinnen, da sind Markierungen drauf und das heißt Millimeterstirn. Und da gibt man im Prinzip dann eine entsprechende Menge Haar ein. Man kann sogar, wenn man halt einen Bogen kriegt, wo die Haare an sich so weit intakt sind, dass genug drauf sind, aber die halt einfach angespült sind, kann man das zuerst mit der Millimeterstirn schon anschauen, wie viel waren drauf, weil wenn der Kunde mit dem zufrieden ist, dann kann man sie wieder so machen. Ja? So, was sind jetzt die Vorteile oder die Nachteile, wenn jetzt zu viel oder zu wenig Haar erwischt werden? Wenn zu wenig Haar erwischt werden, dann hätte ich zwar rein theoretisch sehr dünnes Haarbandel, das klanglich sehr gut ist, aber es passiert natürlich auch dann relativ leicht, dass der Bogen, wie man sagt im Volksmund, so zusammenluckert wird. Ja, das heißt, dass irgendwo das Haarbandel nicht sauber und gleich dick ist, sondern dass es halt irgendwo ein bisschen dünner wird und da könnte es dann sogar sein, dass man irgendwo eventuell schon ein bisschen durchschauen kann. Das schaut jetzt nicht so attraktiv aus. Zu viel Haar im Gegenteil, da kann zwar das mit der Zahnlücke nicht passieren, aber in Wirklichkeit habe ich dann einfach Haare, die unnötig sind, außer dass sie das ganze Haarbandel andämpfen. Zu wenig Haare ist der einzige Nachteil, falls man mal ein bisschen einen Spalt Durchsicht. Ja, das ist nicht gut. Eine Behaarung sollte schon Behaarung sein. Ja, aber es ist der einzige Nachteil. Ja. Dafür, dass es am besten klingt, dass man mal das Risiko eingeht, dass ein Lichtspalt das Durchsicht. macht man nicht. Das Okay, aber man nimmt so wenig wie möglich Haar, dass man gerade nicht Durchsicht. Nein, man nimmt die richtige Menge Haar. Also zu wenig ist jetzt auch nicht ganz ideal. Dann wird der Ton sehr, also der verliert dann Fokus. Ja, das ist keine gute Idee. Ein Bogen hat nachher prinzipiell ein Gesamtgewicht. Ja. Und der Bogen hat einen Schwerpunkt. Wenn du viel oder wenig Haar nimmst, du kannst die Anzahl der Haare in Wirklichkeit, also ich sage jetzt einmal, wenn es so von der möglichen Menge her, wenn du die Haare von der möglichen Menge, die in einem Frosch oder auf einem Bogen Platz hätten, da kannst du die normale Menge nehmen, dann kannst du davon zum Beispiel nur 70% nehmen, aber du kannst sogar fast das Doppelte von der normalen Menge nehmen. Mhm. Die normale Menge ist genauso bemessen, dass es auch vom Gewicht her und vom Schwerpunkt her passt. Wenn du zu viel Haar aufgibst, dann hast du das Problem, dass es dämpft und du hast das Problem, dass sich der Schwerpunkt vom Bogen einfach verschiebt Richtung Spitze. Ja, genau. Ja. Tust du zu wenig Haar auf, hast das Problem, dass es entweder zaunluckert wird, beziehungsweise dass der Ton auch einen Fokus verliert. Und es ist auch so, dass du den Schwerpunkt dann Richtung Frosch verschiebst. Hm. Und zwar, das ist gar nicht so wenig. Also da reden wir dann schon von 1 bis 2 cm in die oder in die Richtung. Ja, macht vom Gefühl her sicher einiges. Das macht ganz viel aus. Weil ein Musiker natürlich den Bogen sehr gut kennt. Er weiß genau, wo der springt. Er kennt alle Vor- und Nachteile von seinem Bogen. Und das kann man mit zu viel oder zu wenig Haar, sagen wir mal, wirklich irritieren. Okay. Es wird zwar nicht jeder Musiker das reklamieren, aber in Wirklichkeit reicht schon aus, wenn er eine Behaarung kriegt, der dann vom Gefühl her nicht so ganz glücklich ist damit. Und auch wenn er es gar nicht beschreiben kann, warum. Ja? Also es macht schon Sinn, dass man sich das auch anschaut, wie viele Haare sind drauf, ja? Wie schaut das aus. Okay, alles klar. Ja, passt, dann komme ich jetzt zu dir. Alles dann. Zuerst richten wir uns einmal das Bandel zum Anbinden. Das ist also ein spezielles Nähmaschinengarn, ein Leinen. Das hält viel aus. Ja? Und das ist was Wichtiges, dass es dünn ist, aber sehr stabil ist und dass es nicht anreißt, weil man zieht da schon an dann, nicht? Dann wird da so ein
eine Laschen gemacht, ja, damit man es da einhängen kann. Gut. Dann wird mit einem Kontrabass-Kolophonium, das ist sehr weich, ja, wird das eingeschmiert, die Schnur, damit man einen Griff hat und damit man sozusagen dann anziehen kann ständig. Ja, damit man nicht anrutscht. Weil die sind zum Teil so stabil, die Bandel, da könnte man sie sogar in die Bratzen reinschneiden. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich mit der Millimeterstirn eine Haare runternehme vom Bund und ich fadel die da rein. Genau, jetzt sag ich einmal, wie die geht. Das ist im Prinzip sehr einfach. So, siehst du, jetzt habe ich die richtige Menge Haar drinnen. Ja? Ist leicht zu sehen, oder? Jo. Gut. Dann, Richtige Menge Haar im Sinne von wie viel Millimeter das da Nein. außerwandert. genau, das ist das. Und Wenn da ich, hast du deine Markierung. das ist jetzt zum Beispiel das, was ich brauche für den einen Bratschenbogen. Da habe ich ein paar von den Plättchen. Nicht? Alles klar. So, jetzt nehme ich das, halte das, schneide es da an. Okay? Nimm die Haar und lass es da so ein Stückchen vorschauen. Zuerst tue ich es einmal weg aus dem ganzen Bund. So, jetzt habe ich die Haare, die lasse ich so 2 cm circa vorschauen. Und dann gehe ich her und mache einmal den ersten Knoten. Okay? Ist an sich jetzt nicht schwer. Dann gehe ich her und wickel da so, dass ich das aufwickel. Und zwar, das hängt jetzt von der Länge des Kästchens an, das im Kopf drinnen ist. Weil ich fange immer beim Kopf an zum Behaaren. Das mache ich dann um circa, sagen wir mal, so 1,5 mm weniger lang, als das Kästchen im Kopf ist. Aber das zeige ich noch beim Behaaren nachher. Jetzt sagen wir mal so, das passt. Dann mache ich wieder einen Knopf hinten. Okay? Jetzt habe ich zweimal einen Knopf gemacht und habe es mit relativ viel Zug angebunden. Jetzt kann ich das Ding rausnehmen. Das bleibt jetzt auch so, weil es eben auch ein bisschen Kolophonium drauf hat. Ja? Und jetzt schneide ich einmal da das weg und da das neben weg. Das ist Abfall. Und ich schneide die Haare, die zu lang sind, weg. Okay? Dann geht man her, nimmt ein kleines bisschen Superkleber, tut das vorne auf diese Fläche auf. Dadurch, dass die Haare sozusagen nicht luftdicht nebeneinander liegen und ein bisschen was auf die Fadenwicklung selber. Ja, dadurch, dass die Haare im Prinzip kleine Freiräume haben inzwischen, zieht die Kapillarwirkung das ein. Ich mache es dann mit einem Zangel flach, weil es sich im Kopf dann so viel schöner dumm einlegt ins Kästchen. Dann gehe ich her, nachdem das trocken ist, und mache mit einem Feuerzeug, ich senke die bereits verklebten Haare ganz leicht an. Und zwar außerhalb von der Wicklung, nicht die Wicklung selber. Ja. Jetzt schmoren die so ein kleines bisschen auf die Haare, wie so Pilzköpfe. Okay? Auch in Kombination mit dem Kleber. Dann tue ich sozusagen den Schmutz weg und gebe noch mal ganz wenig von dem Kleber drauf. Ja? Jetzt habe ich, das ist es im Prinzip. So, jetzt habe ich alles, was ich brauche, um das auch wirklich ganz klasse in das Kästchen und mit dem Keil dann reinzubringen. Das heißt, ich habe eine relativ dünn, fadrige, feste Bindung, die 2 Knoten drinnen hat, die eingegossen ist, die aufgeschmort ist, was die Enden angeht, dass sie die wie ein Bütz ein bisschen auseinanderbilden. Ja? Und ich habe es nachher nochmal verklebt. Also in dem Fall würde ich von einer kraft- und formschlüssigen Verbindung reden. Das ist wichtig, weil es gibt auch Musiker, wenn jetzt ein Haar zum Beispiel irgendwo anreißt,
dann gehen die natürlich nicht her, weil es keine Messer haben und schneiden das Haar raus, sondern die zupfen an. Und wenn das 2-3 Mal passiert und diese Stellen, sowohl im Frosch drinnen als auch da, was in die Spitze reinkommt, wenn das nicht wirklich gescheit verbunden ist, dann lockern sie die kompletten Haare und dann gehen die alle raus. Da schaut der Bogen dann, und das dauert gar nicht lang, so ähnlich aus wie meine Frisur. Einfach keine Haare. Das sieht man jetzt nicht genau, kann man da kurz... Ja. Sauber. So, also das ist in Wirklichkeit das, wie es gemacht wird. Und ich zeige euch dann in einem der nächsten Videos auch, wie man diese Keile schneidet, die in den Kopf, in den Frosch und auch beim Ring reinkommen, ohne dass man da mit Weißleim oder mit Siegellack oder mit Schellack das eingießen muss. Ja, also an sich braucht der Kopf keine thermische Behandlung, dass ich dann anfange, was eintropfen. Ja, er braucht da keinen Weißleimbad drinnen, er braucht keinen Superkleber, das braucht er alles nicht. Wenn das Keilchen sauber sitzt, dann hält das, weil es einfach über die Kräfte hält, problemlos, und das kann man dann auch wiederverwenden. Sonst kannst du das jetzt mal ausschnitzen und immer neu machen. Und das ist dann auch schon eine Spülerei. Aber das ist in Wirklichkeit jetzt einfach alles. Und dadurch, dass ich mit dem Zangel so flach gedruckt habe, kann man es dann nämlich wirklich sehr klasse umbiegen und das verteilt sich dann schon richtig vorne in dem Schlitz, der frei ist, wo die Haare rauskommen. Aber das seht ihr beim nächsten Video. Alles dann, das war's für das heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass was Interessantes für euch dabei war. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Du musst schon wegen am Liken auch sagen, auf Instagram. Ah, der Bub hat gesagt, ich muss sagen, was wegen dem Liken, wegen der Glocke, wegen Instagram. Ah, wir sind jetzt auch auf TikTok. Da mache ich an so einem Bauchtanz. Schaut euch das einmal an. Wunderschön. Passt schon, danke. Das wird, oder, ja, das passt. Okidok. Das hat mir noch gefällt, das Okidoki. Okidoki. Einmal noch kurz Nasen bohren, oder? Jetzt hören wir beide das Intro im Kopf, oder? Genau, ich gehe es ja jedes Mal durch bis zum Schluss. Habe ich nur viel Leid? Ich muss noch mal Oder schauen. Hairlight oder Sonst muss Backlight? ich nachfüllen. Dann haben wir das wieder ober. Du kannst aber das Outro auch mit dem machen, wenn du willst. Das war's wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei für euch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ihr kennt euch.